Ein einfacher, fast wie Blätterteig wirkender Teig zusammen mit einem saftigen Aprikosenbelag. Wie man diesen hauchdünnen, blättrigen Teig hinkriegt, ohne den ganzen Aufwand, zeige ich euch jetzt. Für eine Väl, wie die Schweizer sagen, von 25 cm Durchmesser, wiege ich 150 Gramm Mehl in meine Rührschüssel ab. Das Rezept findet ihr am Ende des Videos für einen Screenshot. Dazu kommen 60 Gramm Butter, ein knapper halber Teelöffel Salz sowie 75 Gramm kaltes Wasser. Fast hätte ich noch die Messerspitze Kurkuma vergessen, der gibt keinen Geschmack, aber eine schöne Farbe. Mit dem Flachrührer wird der Teig so lange geknetet, bis der Teig so einigermaßen zusammenkommt. Nur zur Orientierung, bei mir hat das ganze 33 Sekunden gedauert. Ich gebe ihn auf die bemehlte Arbeitsfläche. Er ist recht klebrig und man kann noch die eine oder andere Butterflocke sehen, das macht aber nichts. Wie gezeigt, falte ich den Teig 3-mal. Das hat mir mal eine Französin als Tipp mitgegeben. Durch das Falten erhält man zwar keinen Blätterteig, aber die Fett- und Teigschichten werden voneinander getrennt. Zusammen mit dem sehr hohen Wasseranteil und dem fehlenden Zucker kann daraus ein erstaunlich zarter, knuspriger Boden werden. Mal sehen, was es gibt. Da er sehr weich ist, gebe ich ihn in den Gefrierer, damit er abkühlen und fester werden kann. In dieser Zeit bereite ich die Füllung vor. In eine Schüssel gebe ich 75 Gramm Milch, 75 Gramm Sahne, 30 Gramm Zucker, man kann auch weniger oder gar nichts nehmen. Dann kommt ein Ei dazu sowie Vanilleextrakt. Alles wird schon mal verrührt. Hier habe ich 10 Gramm Maisstärke. Da ich sicher gehen will, dass sie beim Einrühren nicht klumpt, gleiche ich sie mit etwas der Milch-Sahne-Mischung an. Dann kann auch die Stärke nicht mehr ihrem Schicksal entgehen und landet in der Milchsahne, die ich bis zum Gebrauch zur Seite stelle. Hier sind die Aprikosen, die gewaschen werden und dann wie gezeigt aufgeschnitten, damit die Kerne entfernt werden können. Auch sie kommen zur Seite. Der Ofen wird auf 220 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Man kann so eine Tartform verwenden, ich nehme aber eine Springform und außerdem schneide ich noch 2 Bögen Backpapier zurecht. Der Teig ist mittlerweile abgekühlt und fester. Zum Ausrollen wird das Backpapier bemehlt. Aber vor dem Ausrollen wird der Teig, wie gezeigt, noch einmal gefaltet. Das hatte ich noch so im Hinterkopf und es war gut so. Dann kann das Ausrollen beginnen. Mit einem zweiten Bogen Papier obenauf geht es einfacher. Hier prüfe ich, wie groß ich den Teig ausgerollt habe. Mit Hilfe eines Abdrucks kann man sehen, dass er größer ausgerollt ist als der Boden der Springform und so soll es sein. Ich schneide ringsum einen gleich breiten Rand ab und dort, wo etwas fehlt, wird er fest angedrückt. Irgendwie kommt es immer hin, wie eine Art Magie. Die Teigplatte mitsamt Papier, so wie sie jetzt ist, in die Springform zu geben, ist, wie ihr sehen könnt, keine gute Idee. Besser ist es, den Teig wie gezeigt nach innen umzuklappen, die Springform zu öffnen, den Boden unter das Papier zu schieben und dann den Ring wieder zu schließen. Jetzt braucht nur noch der Teig wieder zurückgeklappt und am Rand angedrückt zu werden. Der Rand darf nicht eingefettet werden, denn sonst würde der Teig nicht kleben bleiben. Diese Methode hat den Vorteil, dass man den Boden aus einem Stück hat, sodass er dicht bleibt, wenn der Guss eingefüllt wird. Dort, wo der Rand noch nicht hoch genug ist, drückt man ihn entweder hoch oder man setzt noch etwas Teig drauf, den man gewissenhaft andrückt. Auf den Teigboden werden ca. 30 Gramm gemahlene Mandeln gegeben. Dann werden die Aprikosen verteilt. Zum Abschluss wird die Ei-Sahne-Mischung draufgegossen. Da der Teigboden ordentlich Hitze verträgt, wird der Kuchen auf einer der unteren Schienen gebacken. Das ist wichtig. Die Backzeit beträgt 40 Minuten bei besagten 220 Grad Celsius. Das kann allerdings von Ofen zu Ofen variieren, also passt bitte auf. So sieht der Kuchen aus. Er wird zum Auskühlen auf einen Kuchendraht gegeben. Kurz vor dem Servieren habe ich ihn noch mit etwas Puderzucker bestreut. Und so sieht er aus, wenn man ihn ausschneidet.
Der Boden war wunderbar dünn und knusprig. Aufgrund des Faltens haben sich ansatzweise Schichten gebildet, ähnlich wie bei einem Blätterteig. Der Kuchen war auch nicht zu süß. Er war einfach nur saulecker. Und falls doch mal was übrig bleibt, was bei uns selten vorkommt, zeige ich euch, wie man ihn am besten aufbewahrt. Ich habe die Reste einfach eingefroren. Die Stücke werden, wie gezeigt, in Klarsichtfolie gepackt und in eine beschriftete Tüte gegeben. Auf diese Art kann man einen Kuchen backen, ohne sich Gedanken machen zu müssen, wie schnell man ihn essen muss. Zum Auftauen einfach rechtzeitig aus dem Gefrierschrank nehmen, auftauen lassen und über dem Toaster den Boden wieder etwas anwärmen. Oder bei niedriger Leistung in der Mikrowelle vorsichtig erwärmen, wenn es schnell gehen muss. Ich hoffe, ihr probiert diesen Kuchen einmal aus. Er war wirklich sehr lecker und mit frischen Aprikosen ist er ein reines Vergnügen. Hier ist die Zutatenliste für einen Aprikosenkuchen von 25-26 cm Durchmesser. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch bitte meinen Kanal. Und vielleicht gefallen euch ja auch noch diese Videos.